Es war einmal ein König, der sich die 3 Fragen stellte: Wann die wichtigste Zeit, wer der wichtigste Mensch und was die wichtigste Aufgabe ist. Wenn er die Antworten auf diese Fragen hätte, so schien es, würde nichts mehr schiefgehen. Doch denkt man genauer darüber nach, merkt man, wie schwierig das zu beantworten ist. Wie will man in einem solch fließenden Prozess namens Leben diese 3 Faktoren festnageln? Der König verkündete, denjenigen königlich zu belohnen, der ihm die Antworten auf diese 3 Fragen geben kann. Auf die Frage nach der wichtigsten Zeit waren einige Leute der Meinung, dass man sich streng nach einem erstellten Verzeichnis der Tage, Monate und Jahre richten müsste. Andere waren der Meinung, man müsste immer einen Ratgeber haben, auf den man hören sollte. Da gibt es aber Dinge, die man nicht aufschieben und sich einen Ratschlag holen kann, sondern sofort eine Entscheidung treffen muss. Da müsste man im Voraus wissen, was die Folgen wären. Und das könnten aber nur Zauberer. Bei der zweiten Frage, welche Person denn die wichtigste sei, waren die Antworten ebenfalls nicht ganz erfüllend. Für den König sei ein Mitregent oder ein Arzt die wichtigste Person. Als Antwort auf die dritte Frage, was die wichtigste Tätigkeit ist, gab es wieder unterschiedliche Meinungen. Für einige waren es die Wissenschaften, für einige die Kriegskunst, wieder für andere die Gottesverehrung. Der König war unzufrieden und gab keinem die Belohnung. Doch man erzählte ihm von einem weisen Einsiedler, der in einem Wald lebt. Er empfing auch nur schlichte Leute, weswegen sich der König auch dementsprechend kleidete. Mit seinem bewaffneten Gefolge reiste er zum Einsiedler und ging ab einem Punkt alleine zum weisen Mann. Als er ankam, sah er, mager und schwach war der Einsiedler und machte seine Gartenarbeit. Er konnte nur wenig Erde von der Stelle bewegen, wenn er den Spaten in die Erde stieß. Er begrüßte den König kurz und setzte seine Arbeit fort. Der König stellte ihm seine 3 Fragen und machte deutlich, dass er deswegen hergekommen ist. Als er überhaupt keine Antwort darauf bekommt, sagt er: Du bist übermüdet, und fängt an, etwas für den Mann zu arbeiten. Nach einer Weile Arbeit ist er auch erschöpft, setzt sich hin und wiederholt seine Fragen. Der Einsiedler schweigt erneut. Er wollte wieder an die Arbeit, doch der König behielt den Spaten und machte weiter. Die Sonne war schon untergegangen, als der König endgültig sagte: Weiser Mann, ich bin zu dir gekommen, um Antwort auf meine Fragen zu erhalten. Wenn du sie nicht beantworten kannst, so sag es mir und ich werde mich wieder nach Hause begeben. Plötzlich kam ein bärtiger, verletzter Mann aus dem Wald gelaufen. Er hielt die Hände am Leib und es sickerte Blut zwischen den Fingern hervor. Beim König angekommen, brach er zusammen. Schnell kümmerte sich der König um die Wunde des verletzten Mannes und konnte das Blut stillen. Nach einiger Zeit kam der Mann wieder zu sich. Sie brachten ihn rein. Der König war vom Arbeiten so müde geworden, dass er auch dort in einen tiefen Schlaf versank. Am nächsten Morgen musste er erstmal realisieren, was alles passiert war. Alles war so seltsam. Und wer war der verletzte Mann, der ihn mit glänzenden Augen anschaute? Plötzlich sagte er zum König: Verzeih mir. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin dein Feind, der geschworen hat, sich an dir zu rächen, weil du meinen Bruder hinrichten ließt und mir mein Vermögen raubtest. Ich wusste, dass du allein auf dem Weg zum Einsiedler warst und beschloss, dich auf dem Rückweg zu töten. Doch es verging ein ganzer Tag und du kehrtest noch immer nicht zurück. Ich verließ mein Versteck, um zu erfahren, wo du geblieben bist, und stieß dabei auf deine Leibwache. Sie erkannten mich und fügten mir die Wunde zu. Es gelang mir, vor ihnen zu fliehen. Ich wäre verblutet, wenn du nicht meine Wunde verbunden hättest. Ich wollte dich töten, doch du hast mir das Leben gerettet. Sollte ich am Leben bleiben, so werde ich, wenn du willst, dein treuester Knecht sein. Ich werde dir dienen und meinen Söhnen befehlen, das Gleiche zu tun. Verzeih mir. Der König war schockiert. Er hatte sich auf so eine leichte und schöne Art und Weise mit seinem Feind versöhnt.
Er verzieh ihm und versprach ihm, sein Vermögen zurückzugeben und zusätzlich ihm seinen Arzt und seine Bedienten zu schicken. Er wollte wieder zurück, doch vorher stellte er dem Einsiedler einmal noch seine Fragen. Es kam endlich eine Antwort. Du hast doch schon die Antwort auf deine Fragen erhalten. Hättest du gestern nicht Mitleid mit meiner Schwäche gehabt und diese Beete umgegraben, dann wärst du zu deiner Leibwache zurückgegangen und dieser Mann hätte dich überfallen. Du hättest es bereut, nicht bei mir geblieben zu sein. Somit war für dich in dem Moment der richtige Augenblick gekommen, als du mir beim Umgraben geholfen hast. Ich war für dich die wichtigste Person in dem Moment. Deine wichtigste Tat war es, mir Gutes zu tun. Dann ging es weiter. Als der Mann zu uns hergelaufen kam, war es gerade die rechte Zeit, seine Wunde zu heilen. Hättest du dies nicht getan, wäre er gestorben, ohne dass eine Versöhnung stattgefunden hätte. Er war in dem Moment für dich der wichtigste Mensch. Das, was du für ihn getan hast, war wieder deine wichtigste Tat. Der wichtigste Zeitpunkt ist also immer der gegenwärtige Augenblick. Der wichtigste Mensch ist derjenige, mit dem wir gerade zu tun haben. Die wichtigste Handlung ist stets, Gutes zu tun. Man bemerkt, auf welche Philosophie diese lehrreiche Geschichte hinausgeht. Natürlich führt nicht jede Situation, in der wir nichts Gutes tun, uns zum Tod. Jede Handlung öffnet verschiedene Türen und bewahrt uns vor schlechten Ereignissen und vielleicht sogar vor dem Tod. Doch widmest du dich immer der jetzigen Angelegenheit, wirst du zusätzlich auch sinnvoll leben und Positives zurückbekommen. Du weißt nie, was der Mensch für einer ist, dem du etwas Gutes getan hast. Das Gestern ist vergangen, die Zukunft ist unsicher. Du musst jetzt handeln. Dazu passt vielleicht auch der Spruch von John Lennon: Das Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind, andere Pläne zu machen. Es gilt somit, jeden Moment bestmöglich mit den in der Situation verwickelten Personen positiv zu nutzen. Stets den jetzigen Moment zu nutzen. Denn was bleibt einem mehr als nur der Augenblick? Mehr als ihn besitzen wir nicht. Und sogar den Augenblick besitzen wir nicht. Der Augenblick ist immer schon Vergangenheit, wenn wir ihn erfassen. Das ganze Leben ist eine Illusion. Letztlich ist das Leben, so trivial es auch klingt, das, was du in jedem einzelnen Moment getan hast. Dein Körper stirbt, aber deine Taten existieren noch irgendwo da draußen. Wann ist die richtige Zeit für eine Handlung? Welche Menschen sind die wichtigsten? Was ist die wichtigste Tätigkeit? Eben um diese Fragen ging es in der eben erzählten interessanten Geschichte namens Die drei Fragen. Sie wurde geschrieben von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, einer der bedeutendsten Schriftsteller der Literaturgeschichte. Sein Roman Krieg und Frieden gilt als eine der größten, beispiellosesten literarischen Meisterwerke aller Zeiten und wurde mehrfach verfilmt. Er lebte von 1828 bis 1910. Er war durch seine Ideen und Werke einer der bedeutendsten Denker und Schriftsteller seiner Zeit. Er hatte ein interessantes Leben, hatte Familie und Kinder und fing an, aus Überzeugung ein bescheidenes Leben zu führen. Seine Persönlichkeit veränderte sich mit der Zeit immer mehr. Aufgrund seiner Texte wird heute immer wieder diskutiert, an was er tatsächlich geglaubt hat, dass sein Lebensstil so geworden ist. Desillusioniert war er von der orthodoxen Kirche und kritisierte sie stark. Er war immer wieder auf einer spirituellen Suche. Wegen einem verschwiegenen Werk über die Zitate des Propheten Mohammed, das unter dem russischen Verlag Posrednik gedruckt wurde, glauben einige Autoren, dass er mindestens starkes Interesse am Islam entwickelt hatte.
Mit welchem Glauben er letztendlich gestorben ist, kann niemand genau wissen. Wen das Thema genauer interessiert, kann in die Links in der Videobeschreibung schauen. Er versuchte sein Vermögen loszuwerden, trug einfache Kleidung und arbeitete auf den Feldern, trotz seiner hohen Persönlichkeit. Er wollte sogar das Urheberrecht seiner Werke aufheben, was verständlicherweise seine Frau nicht zuließ, weil die Einkünfte der Familie davon abhingen. Möglicherweise aufgrund seiner Lebensphilosophie kam es zu Konflikten und er wollte seine Familie mehrfach verlassen. Endgültig tat er es an seinem Todestag mit 83 Jahren. Gesundheitlich ging es ihm immer schlechter. Er wollte nach Süden reisen. Bei der Zugfahrt kam es zu einer schweren Lungenentzündung und er starb. So war sein Tod tragisch und rätselhaft. Wovor er flüchten wollte, wohin er genau wollte und vor allem, was er suchte, wird heute immer noch diskutiert.